Wir haben erst mitbekommen, die ganze Dramatik der Sache, als dann schwer bewaffnete Polizisten über Leitern auf das Grundstück der Synagoge geklettert sind, um zu gucken, ob dort weitere Sprengfallen sind. Und dann kam nochmal die Polizei, also die ganz Vermummten, und sagten dann, dass ich den Laden zumachen soll. Ich wollte zu Jens hinlaufen und mit einmal habe ich wirklich auf der Nase gelegen und wusste nicht warum. Ist mir dann erst im Nachhinein bewusst geworden, dass das durch diesen Druck vom Schuss war, dass es mir da eigentlich die Beine weggehauen hat. Dann wollte ich aufstehen und da hat der Attentäter mir, was ich damals noch nicht wusste, dass es eine Waffe war, im ersten Moment ins Gesicht gehalten, hat abgedrückt. Ich habe dieses Klick gehört. Das Rohr von dem Teil, das war im Prinzip riesig. Wir hatten einen Knall gehört, den wir aber nicht zuordnen konnten. Und da hat keiner gesagt, na, vielleicht ist eine Leiter umgefallen oder irgendwas. Und kurz danach, also kurz nach diesem Knall, auch Hilferufe. Undeutlich, aber im Nachhinein waren es Hilferufe. Und da hatten wir noch rausgeguckt und hatten die Straße hoch und runter geguckt, ob vielleicht jemand gestürzt ist oder irgendwas. Aber haben niemanden gesehen. Dann ist er zu Jens gegangen, hat ihm auch das Teil ins Gesicht gehalten. Dann hat er geflucht und dann ist er an mir vorbeigegangen und hat den Hof verlassen. Wir wollten hier bei Kai Winterreifen aufziehen lassen, mein Bruder und ich, und sind mit 2 Autos rausgefahren. Und dann höre ich nur meinen Bruder, wie er sagt, hier ist jemand. Im ersten Augenblick habe ich ihn überhaupt nicht für voll genommen, als Taxikunden oder generell, ja, weil er war liederlich angezogen, also schnuddelig, hatte eine Wunde am Hals. Ich kriegte nur mit, er braucht ein Taxi. Fing an, ich bin gesuchter Schwerverbrecher, ich brauche ein Taxi. Ich sage, ne, ich kann nicht fahren, also wir machen ja gerade Räder, wir können nicht fahren. Ich musste mit dem Bus fahren. Ja. Dann sagt er, nee, ich brauche nur das Taxi. Ich brauche nicht euch, ich brauche nur das Taxi. Habe ich gesagt, ja, das kannst du nicht einfach haben. Dann sagt er, gib mir jetzt ein Taxi. Ich will nicht dasselbe machen, wie ich mit euren Nachbarn gemacht habe. Ich habe schon 2 Leute eingeschossen. So, und in dem Moment sagt Kai zu mir, Daniel, der hat eine Waffe. Und erst da ist mir bewusst geworden, dass der überhaupt eine Waffe uns vorgehalten hatte. Ja. Und da habe ich dann nur noch gesagt, ja, aber das Auto, was jetzt direkt vor der Einfahrt steht, nimmst du nicht. Das ist relativ neu. Du nimmst das da hinten an der Bushaltestelle. Und dann sagt er, gib mir einen Schlüssel. Und dann habe ich einen Schlüssel so, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt in der Hand gegeben habe oder ob ich ihn so hingeworfen habe, weiß ich nicht. Und er greift in seine Hosentasche und will mir 50 Euro geben. Verschwinde. Nimm dein Geld und verschwinde. Sind wir erstmal zurück in die Werkstatt, Tore runtergemacht, ins Büro, bei Kai ins Büro. Und haben erstmal uns angeguckt und habe gesagt, was war denn das? Ja, so völlig. Und Kai, sein erster Gedanke war eigentlich nur, hoffentlich hat er nicht den Nachbarn erschossen.
Dann hat Jens mich gefragt, ob ich mein Handy da habe. Dann habe ich die 110 gewählt. Ich war mehrmals in der Warteschleife bei diesem Telefonat. Habe dann gesagt, was passiert ist. Und ich habe gefühlt 20 Mal meinen Namen sagen müssen, den Ort des Geschehens, was passiert ist. Und ich habe gesagt zu meinem Bruder, Christian, gib mir einfach einen Autoschlüssel jetzt von deinem Auto, ich fahre den hinterher. Da hat mein Bruder gesagt, nee, kannst du nicht machen und fahr da nicht hinterher. Ich sage, doch, ich fahre jetzt hinterher, ich passe auf. Wir müssen jetzt in die Richtung wissen, wo er hinfährt. Ruf die Polizei an, sag, dass ich den hinterher gefahren bin und dann müssen wir irgendwie telefonieren. Ich habe für mich eigentlich gedacht, wenn er jetzt nochmal aussteigt und irgendwelche Leute bedroht, hätte ich dann nur gedacht, gut, mussten wir fahren oder irgendwas. Ich war Tagesreporterin. Als Tagesreporterin fährt man dann einfach zu dem, was entweder so ein bisschen vorgeplant ist für den Tag oder ansteht. Und ich guckte auf mein Handy und sage, oh, irgendwie weiß ich nicht mehr, 30, 40 Anrufe und wusste dann, da ist was passiert. Und dann hat man uns nur ganz schnell gesagt, hier, Halle, Tote, findet mal raus, was da ist. Und eine von euch muss gleich irgendwie live schalten. Dann sind wir da vor Ort angekommen. Ich sah dann schon, dass da Polizei stand, dass da einiges abgesperrt war. Dann hieß es plötzlich, es gibt einen weiteren Anschlag in einem Supermarkt. Dann hieß es, irgendjemand steht auf dem Balkon und schießt von dort oben runter. Du wusstest nicht mehr, was es war und was nicht. Ich habe dann erstmal mit dem Kamerateam gesprochen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich zu den beiden, das waren 2 Männer, gesagt habe, das ist jetzt hier gerade krass, was passiert. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was uns da jetzt erwartet. Wenn ihr einverstanden seid, sobald einer von uns dreien sagt, da geht nichts, wir haben Angst, irgendwas ist, dann ist für das ganze Team erstmal klar, wir machen nicht weiter. Hier wusste ja plötzlich keiner mehr, wer ist möglicherweise das nächste Opfer. Und ich glaube, das hat nochmal diese ganze Lage nochmal dramatisiert und hat nochmal auch für eine unglaubliche Anspannung auch auf allen Seiten geführt.